Heute möchte ich dir die Philippinen als sogenannten Compliance-Wohnsitz vorstellen und dir erklären, warum die Philippinen dafür besonders gut geeignet sind und natürlich auch, wie wir dir bei deinem Vorhaben helfen können. Alle weiteren Details in diesem Video. Also nochmal hier ein Hinweis in eigener Sache. Wie gesagt, wir haben ja ein Team in den Philippinen, in Davao City. Das ist die zweitgrößte Stadt der Philippinen. Ich bin in den Philippinen seit 2006 hier geschäftlich engagiert. Das heißt, die ganzen Leistungen, die wir hier jetzt besprechen in diesem Video, können wir natürlich für dich erbringen, inklusive auch Kontoeröffnung in den Philippinen und auch in Singapur. Link zu den Service-Details packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Da kannst du dann auch bequem online bestellen, wenn du diese Dienstleistungen nutzen möchtest. Viele Mandanten, die auswandern, suchen nach einem sogenannten Compliance-Wohnsitz, also im Grunde genommen einen Wohnsitz, der die wichtigsten Compliance-Anforderungen für Banken und auch Steuerbehörden erfüllt, den sie dann zum Beispiel bei Finanzämtern oder bei Banken angeben können. Ich mag eigentlich den Begriff des Compliance-Wohnsitzes nicht, denn im Grunde genommen impliziert dieser Begriff, dass es sich um irgendeine Fake-Adresse handelt, also vielleicht irgendwie eine Adresse, wo 100 andere Leute registriert sind. Davon spreche ich hier nicht. Ich verwende jetzt nur den Begriff, weil der sich in gewisser Weise etabliert hat und vielen klar ist, was sich dahinter im Grunde genommen versteckt. Wenn ich von Compliance-Wohnsitz spreche, dann meine ich eine wirkliche Wohnung, die dir alleine gehört, die du alleine nutzen kannst, die eingerichtet ist, wo man eine Strom-, Gas-, Wasserrechnung hat, wo du Post hinbekommen kannst, die man auf Google Street View findet. Auch jetzt nicht irgendein kakerlakenverseuchtes Nest, sondern eine Wohnung, die vielleicht einfach ist, aber in der man auch hier eine gewisse Zeit verbringen könnte. Und meiner Meinung nach eignen sich dafür die Philippinen besonders gut. Warum ist das so? Ich hatte es ja schon in diversen anderen Videos erklärt. Zunächst mal sind die Philippinen extrem einfach, was die Visa-Vorschriften anbelangt. Du brauchst nämlich gar kein Visum, um dort bis zu 3 Jahre zu leben. Wenn du dann einen längerfristigen Aufenthalt planst, dann gibt es dort auch gute Visa-Optionen, zum Beispiel SRRV-Visum für alle ab 50 Jahren. Das heißt, es ist bei den Philippinen nicht so, dass man jetzt erstmal hier einen Aufenthaltstitel besorgen muss und dann hier bestimmte Nachweise führen muss. Man kann dort einfach ankommen, man kann das einfach ausprobieren und wenn es einem gefällt, kann man bleiben und wenn nicht, dann kann man halt dann auch wieder gehen. Dann sind die Philippinen extrem steuergünstig. Grundsätzlich sind ausländische Einkünfte steuerfrei für Personen, die nicht philippinische Staatsbürger sind, selbst dann, wenn du in den Philippinen lebst, dich dort mehr als 183 Tage aufhältst. Es gibt aber keine komplizierten Remittance-Regeln, wie zum Beispiel in Thailand oder auch Malaysia. Das heißt, alles, was du im Ausland verdienst, kannst du in die Philippinen auch auszahlen bzw. dort verwenden, wenn du es möchtest. Natürlich, auch hier sind bestimmte Dinge zu beachten. Also Leistungen, die du zum Beispiel erbringst von philippinischem Boden aus, sind auch dort zu versteuern. Das heißt, es ist natürlich schwierig zu sagen, ich bin als Freelancer in den Philippinen tätig, auf philippinischem Boden, verdiene 10.000 Euro mit einem ausländischen Kunden und möchte die dann nicht versteuern. Das sind keine Auslandseinkünfte, ja, das sind Inlandseinkünfte. Da gibt es dann auch Wege, wie man sowas steuern kann über ein Gehalt und eine externe Gesellschaft. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Aber grundsätzlich ausländische Einkünfte, das heißt zum Beispiel Dividenden, Kapitalerträge, Krypto, auch was du jetzt zum Beispiel außerhalb der Philippinen verdienst, wenn du dich dort nicht auffällt, das ist dort alles komplett steuerfrei und muss auch nicht in der Steuererklärung dort genannt werden, wenn du diese einreichst. Weiterhin haben die Philippinen ein Doppelbesteuerungsabkommen mit allen wichtigen Ländern, insbesondere Deutschland, was ja extrem wichtig ist, wenn man zum Beispiel die erweiterte beschränkte Steuerpflicht vermeiden will, beziehungsweise deren Negativwirkungen vermeiden will. Bei den Philippinen ist das tatsächlich möglich. Dann nehmen die Philippinen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Konto in den Philippinen eröffnest oder auch in Singapur, dann schicken die Banken in Singapur keine Daten an deine philippinische Adresse. Das ist natürlich sehr praktisch, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt überbewerten muss, denn in den Philippinen sind ja ausländische Einkünfte ohnehin steuerfrei. Also im Grunde genommen fast egal, dass es keinen Informationsaustausch gibt. Aber natürlich ist es immer angenehm, hier ein Land zu haben, was die Privatsphäre noch berücksichtigt. Du könntest also eine solche philippinische Adresse dann auch verwenden, um zum Beispiel Konten in Dubai, der Schweiz oder sonst wo zu eröffnen. Und da würde dann auch kein Informationsaustausch stattfinden, auch wenn der praktische Nutzen vielleicht jetzt nicht tatsächlich so groß ist, da ja, wie gesagt, Auslandseinkünfte ohnehin steuerfrei sind. Dann ist in den Philippinen die Ansprache Englisch. Man muss ja schon sagen, dass gerade es in Thailand schon sprachliche Probleme
Probleme gibt, gerade wenn man dort ländlich ist. Das wird einem in den Philippinen nicht begegnen. Die Philippinen sind auch noch günstiger und weniger touristisch erschlossen als Thailand. Daher meiner Meinung nach sind die Philippinen deutlich interessanter als Thailand. So, wie sieht jetzt so ein Compliance-Wohnsitz aus? In Davao City, der Stadt, wo wir unsere Basis haben, in den Philippinen, kann man Apartments mieten, so ungefähr ab $200. Das sind dann kleine Apartments, saubere Apartments, also jetzt nicht Kakerlaken verseucht, aber im Grunde genommen einfach. Dann gibt es höherwertige Apartments schon ab ungefähr $300. Und ich sage mal, ab $800 oder $1000 im Monat ist man dann schon im Luxusbereich. Aber auch $300 ist ein Kondominiumgebäude. Das heißt, da gibt es dann einen Pförtner, da gibt es dann eine Rezeption. Da wird zum Beispiel deine Post, wenn du jetzt zum Beispiel Post aus Singapur von deiner Bank erhältst, hier vom Pförtner im Empfang genommen und ist somit dann auch sicher. Oder man sollte eigentlich sagen, besser der Concierge. Wenn du jetzt so eine ganz einfache Wohnung hast, dann wird die Post dort einfach letztlich unter der Tür durchgeschoben. Wenn man jetzt selten in der Wohnung ist, dann ist das vielleicht nicht ganz so günstig. Wir holen natürlich schon dort für dich die Post ab. Wie gesagt, wir haben ja ein Team dort vor Ort, aber die meisten Mandanten, die diesen Service nutzen, mieten im Grunde dann schon eine anständige Wohnung, sage ich mal, zu $300 im Monat. Die Erwartung ist, dass du die Miete ein Jahr im Voraus bezahlst. Wie gesagt, das ist deine Wohnung, du kannst da jederzeit hingehen und dort übernachten. Du bist da der einzige Mieter, das geht ganz normal über einen Makler. Da gibt es einen ganz normalen Mietvertrag, du hast dann auch Strom, Gas, Wasserrechnungen. Das ist also nicht ein Briefkasten oder so eine Geschichte, sondern wirklich deine eigene Wohnung. Sie erfüllt also tatsächlich die Bedingungen an eine langfristig eingerichtete Wohnung. Das ist ja das, was einen Wohnsitz ausmacht. Die Wohnungen sind möbliert, du kannst dort einziehen. Du könntest dort natürlich auch deine Sachen zum Beispiel reinstellen und kannst dann die Wohnung nutzen, wann du möchtest. So, diese Adresse ist dann die Basis für alles Weitere. Man kann dann die steuerliche Registrierung in den Philippinen machen. Man kann dort dann auch einen Personalausweis beantragen, ein Konto eröffnen. Das sind alles Dinge, die wir für dich übernehmen. Du musst für diese ganzen Aktivitäten nicht in den Philippinen sein, auch nicht für die Anmietung der Wohnung. Das kann man alles remote machen. Für die Kontoeröffnung musst du dann natürlich da sein. Und wenn wir dir ein Konto in Singapur eröffnen wollen, dann musst du natürlich nach Singapur kommen. Das erwarten alle Banken, bis auf eine. Es gibt eine Bank, da kannst du dich auch bei den europäischen Filialen dieser Bank hier verifizieren. Es geht ja nur um eine ID-Verifikation, aber bei allen anderen Banken musst du in Singapur auftauchen. Das ist natürlich eine zusätzliche Leistung, diese Eröffnung eines Singapur-Kontos. Manche brauchen das nicht. Wie gesagt, Singapur ist natürlich ein sehr guter Standort. Der Singapur-Dollar eine sehr stabile Währung. Nach dem Schweizer Franken die stabilste Währung der letzten 50 Jahre. Singapur ein sehr guter Standort. Du musst damit rechnen, dass Einlagen von ungefähr 150.000 € notwendig sind, um das Konto zu eröffnen. Es ist deutlich einfacher, dort ein Konto zu eröffnen, wenn du nicht in der EU wohnst. Wenn du auf den Philippinen wohnst, dann ist das also ideal. Zum einen arbeiten die Banken in Singapur gerne zusammen, Kunden, die regional im Umkreis leben. Zum anderen gibt es eben etliche Produkte, auch etliche Investmentprodukte der Banken in Singapur, die in der Europäischen Union nicht zugelassen sind. Das ist also für die Banken dann immer etwas kompliziert. Die müssen bei dem Konto hier bestimmte Funktionen ausschalten. Wenn du in den Philippinen wohnst, überhaupt kein Problem. Du hast in der Regel dann Mehrfachwährungskonten und wie gesagt, also die Banken in Singapur sind schon ziemlich gut, innovativ und benutzerfreundlich. Wir arbeiten da mit allen großen Banken zusammen in Singapur und übernehmen hier die ganzen Formalitäten für dich. Du musst dann einfach eben dorthin gehen, um dich auszuweisen. Wie gesagt, bei einer Bank kannst du auch in Europa letztlich die Verifikation deiner Identität machen. Was ist jetzt aus steuerlicher Sicht in den Philippinen zu beachten? Nun, wenn du kein Visum hast, dann bist du dort erst steuerlich ansässig, wenn du dich mindestens 183 Tage aufhältst. Erst dann würdest du dann auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommen. Wenn du dagegen ein Visum hast, zum Beispiel das SRRV-Visum für Rentner oder das SIRV-Visum für Investoren, dann bist du dort sofort unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, auch ohne Aufenthalt dort in den Philippinen unter der Annahme, dass du dieses Visum hast und natürlich zusätzlich eine Wohnung, bekommst du dann ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Da wird die Anwesenheit nicht geprüft. Nach dem steuerrechtlichen Verständnis der Philippinen bezeugt ein solches Visum, dass du einen starken lokalen Bezug hast. Und nach deren Definition bist du dann dort steuerlich ansässig. Wie gesagt, auch die steuerliche Ansässigkeit bedeutet nicht, dass du dann Steuern auf ausländische Einkünfte bezahlen musst. Diese sind weiterhin und für alle Zeiten steuerfrei. Das ist nicht zeitlich befristet. Du musst die Einkünfte auch nicht auf der Steuererklärung angeben. Du müsstest nur das angeben, was du dort in den Philippinen verdienst. Zum Beispiel,
Wir haben einen Mandanten, der hat dort eine Wohnung gekauft und vermietet diese, dann sind diese Mieteinnahmen natürlich in den Philippinen zu versteuern. Die Steuersätze sind jetzt nicht wirklich hoch, nicht so hoch wie Deutschland, ist aber auch nicht wirklich tief. Also die bewegen sich so ungefähr zwischen 15 und 25%. Aber man kann da schon interessante Dinge machen. Wir haben zum Beispiel einen anderen Mandanten, der ist in den Philippinen wohnhaft, ist für einen deutschen Arbeitgeber angestellt und gemäß Doppelbesteuerungsabkommen hat Deutschland dann kein Besteuerungsrecht für dieses Gehalt, obwohl es von einem deutschen Unternehmen bezahlt wird. Das heißt, es wird einfach brutto direkt an den Mitarbeiter überwiesen mit Erlaubnis des Finanzamtes. Der Arbeitgeber hat das alles überprüft und der Arbeitnehmer ist letztlich dann dafür verantwortlich, dass das Ganze in den Philippinen versteuert wird. Er muss dem Arbeitgeber lediglich nachweisen, dass er dort in den Philippinen ansässig ist, zum Beispiel über seinen Wohnsitz. Ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ist noch nicht mal notwendig. Also das ist der Vorteil, wenn du in einem Land lebst, das mit Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Dann hast du eine große Absicherung und Schutzwirkung, wenn du die Möglichkeit hast, das Abkommen zu nutzen natürlich nur. Hier geht es ja dann im Wesentlichen um deutsche Einkünfte und eben auch so Regelungen wie die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die dann in den Philippinen nicht gelten, beziehungsweise möglicherweise gilt natürlich die weiter beschränkte Steuerpflicht schon, weil wenn die Auslandseinkünfte steuerfrei sind, man von einem niedrig besteuerten Gebiet ausgehen kann. Aber im Grunde durch das DBA ist eine Schutzwirkung gegeben. Die Negativwirkungen der weiter beschränkten Steuerpflicht entfalten sich somit also nicht. Du musst vielleicht noch eine Steuererklärung in Deutschland weiter einreichen, wenn du deutsche Einkünfte hast, aber dann dort keine Steuern bezahlst, also nicht so, dass jetzt Einkünfte, die dann möglicherweise in Deutschland besteuert werden würden, wenn du zum Beispiel in Dubai wohnst, da gibt es ja dieses Problem, das ist dann auf den Philippinen nicht gegeben. Das sind alles die Vorteile, die die Philippinen letztlich als Compliance-Wohnsitz so interessant machen. Du kannst dann zum Beispiel sagen, du hast 3 Orte weltweit, an denen du dich regelmäßig aufhältst. Sagen wir zum Beispiel mal, du bist 120 Tage in Spanien, 120 Tage in Italien, 60 Tage in Deutschland im Jahr und den Rest einfach auf Reisen. Dann hast du immer die Möglichkeit, die Philippinen als Wohnsitz dann überall anzugeben, wo du nach einem Wohnsitz gefragt wirst, wo nach einer Steuernummer gefragt wirst, möglicherweise sogar nach einem steuerlichen Ansässigkeitszertifikat, Banken, Finanzdienstleister, Finanzämter und kannst so im Grunde genommen je nach Einkunftsart, die du natürlich hast, das geht jetzt auch nicht immer, aber mal angenommen, du hast jetzt zum Beispiel ein Aktiendepot und profitierst im Wesentlichen von Veräußerungserlösen, dann kannst du natürlich tatsächlich eine wirkliche Steuerfreiheit erreichen und das bei 100% Compliance mit den einschlägigen Regelungen des internationalen Steuerrechts. Vor allen Dingen dann ist das zu empfehlen, wenn wirklich der Wohnsitz auf den Philippinen dein einziger Wohnsitz ist. Dass also gar nicht eine Tiebreaker-Situation hier mit einem anderen DBA entsteht. Also wenn du mehrere Wohnsitze hast, damit meine ich jetzt Wohnungen, die auf langfristige Nutzung ausgelegt sind, dann ist natürlich die Frage, wo wird was besteuert? Da hast du dann nicht mehr diese sehr einfache Situation, dass alles in den Philippinen besteuert wird, sondern dann hängt es im Grunde genommen davon ab, was das entsprechende Abkommen sagt. Daher natürlich die beste Situation ist, wenn die Philippinen dein einziger Wohnsitz sind. Du kannst dich dennoch natürlich in den anderen Ländern aufhalten, wie ich es vorhin genannt habe. In den Philippinen, wie gesagt, gibt es keine minimale Aufenthaltspflicht, wie zum Beispiel in Ländern wie Zypern, Dubai etc. pp. Natürlich hat jedes Auswanderungsland auch seinen Nachteil. Es ist ja völlig klar, da muss man einfach realistisch sein. Die Philippinen, sie sind ein Entwicklungsland, da gibt es Dinge, die natürlich jetzt nicht so schön sind. Also große Unterschiede zwischen Arm und Reich zum Beispiel. Sicherheit sehe ich jetzt gar nicht mehr als Problem. Also Davao City ist sehr sicher. Manila hat zum Beispiel auch ein riesiges Smog-Problem und Verkehrsproblem. Aber gerade als jemand, der sich da selektiv nur aufhält und dann gerade auch noch in Davao, ist das ein sehr guter Kompromiss. Aber natürlich, es ist nicht die Schweiz. Das ist ja völlig klar, wenn du die Schweiz willst, dann musst du in die Schweiz gehen und die Schweiz bezahlen und dann bist du in den Philippinen fehl am Platz. Also, wenn auch du dich für einen Compliance-Wohnsitz interessierst, wo du dich steuerrechtlich mit absichern kannst, wo du immer dann richtige Nachweise hast gegenüber Banken, Finanzämtern, also eine richtige Wohnung, Strom, Gas, Wasserrechnung, Mietvertrag etc. pp., dann solltest du dir die Philippinen überlegen. Wie gesagt, eine recht günstige Lösung für wenige $100 im Monat umsetzbar. Da musst du jetzt hier also kein Vermögen investieren und du hast dann auch sehr gute Möglichkeiten in Singapur Konten zu eröffnen und natürlich auch in den Philippinen ein langfristiges Visum zu erwerben, was für einen Plan B immer von Vorteil ist.
Wir können dir dabei helfen. Alle weiteren Details hier in der Beschreibung dieses Videos. Da packe ich den Link rein. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch führen, wenn du dir noch am Überlegen bist, ob die Philippinen jetzt richtig sind oder aber ein anderes Land. Auch dazu der Link hier in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, wir sind in den Philippinen seit 2006 aktiv, haben dort eine Basis, aber wir befassen uns ja mit vielen Ländern, wie du es auf diesem Kanal hier sicherlich schon erfahren hast. Also, ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.